Off-Court, die nächste Folge. Das Format des SC Magdeburg für Fans des SC Magdeburg und solche, die es werden sollten. Wir treffen uns mit den Spielern hier abseits der Halle, abseits von schnelle Mitte und Torwartparaden und suchen uns so kleine Plätze aus, die so ein bisschen inspirierend sind, die auch ein bisschen zu den Spielern passen. Und da haben wir heute schon die Besonderheit, die SCM-Spieler spielen sehr, sehr gerne Golf. Und wir haben uns deshalb mit Daniel Pettersson auf dem Golfplatz verabredet. Nur, dass es kein richtiger Golfplatz ist mit Schläger und kleinem weißen Ball, sondern es ist ein Fußball-Golfplatz am Neustädter See. Gleich kommt er. Mal sehen, ob unsere kleine Überraschung funktioniert und was das mit ihm macht. Wir haben dir Golf versprochen. Ja, freut mich. Du wolltest Golfschuhe anziehen. Du brauchst keine Golfschuhe. Naja, alles gut. Das ist ein Fußball-Golfplatz. Ah, okay. Das ist etwas anderes. Ich habe gedacht, normales Golf, aber... Ich bin doch nicht blöd, ihr könnt das ja. Ja. Ja, das... Würdest du mir die Ehre erweisen, mit in den Golfwagen zu steigen und dann fahren wir los? Okay, perfekt. los, komm. Hallo. Okay. Machen wir das? Ja. Okay, dann fahren wir los. Ich vertraue dir. Du bist nicht böse? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ein bisschen eine schöne Überraschung. Wir haben das ja geplant, weil wir dich alle, und das wird den Fans ähnlich gehen, als so einen offenen, fröhlichen Menschen wahrnehmen. Ich versuche immer gute Stimmung zu haben. Das mag ich und ja, ich denke, das hilft auch der Mannschaft ganz gut. Wenn ihr eure Ehrenrunden macht, und das war in den letzten Jahren ja sehr oft, Ja. dann ist es sehr auffällig, dass einige unterhalten sich, andere suchen persönliche Leute. Und bei dir fällt auf, dass du vielen Leuten direkt ins Gesicht guckst, zwinkerst und lachst. Und du bist auch einer der wenigen, der vorm Spiel Leuten noch zuzwinkert und mit denen irgendwie spricht. Ist das, weil du nicht den Tunnel brauchst vorm Spiel oder warum machst du das? Ich brauche das Tunnel überhaupt nicht. Ich wollte nicht so richtig komplett volles Fokus auf das Spiel. Ich wollte ein lockeres Gefühl und nur Spaß haben, weil Handball bringt mir auch richtig viel Spaß und das wollte ich auch mitgeben zum Publikum und alles. Und ja, deswegen mache ich das auch. Das ist ein gutes Learning für uns Fans. Das bedeutet, wenn man dich vor dem Spiel trifft und die grün-rote Seele in sich trägt, immer dich anlächeln, weil du dann ein gutes Gefühl in den Körper kriegst. Ja, na das klar. ist unsere Verantwortung. Ja, das ist ganz danke schön. Mal sehen, wie das mit deinem Ballgefühl ist. Ja. Also wenn ich das hier sehe, man hat 3 Punkte, wenn man den Korb trifft, und die 3 Versuche werden zusammengerechnet. Das war knapp. Der war drin. Okay, 6 Punkte. Ja. Ich mache nur schnell, weil wir müssen ja auch weiter. Ja. Ja. Der war weit weg. Stark. 6-6. Auch 6 Punkte. Wir gehen jetzt hinten mal zu so einem ganz schweren Ding. Bist du eigentlich bei sowas genervt, wenn es nicht funktioniert? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht heißt was? Ich versuche, die Ruhe zu behalten. Okay. Aber ja, natürlich wollte man immer alles schaffen. Ja. Aber Aber du kannst verlieren. ja, ich kann. Früher konnte ich das nicht. Aber das habe ich mich, ja, wenn man verloren hat, hat man das auch etwas gelernt. Ja, ja. Das war dein 4. Versuch. Komm Ich zurück. bin gespannt auf deinen Jubel, wenn du jetzt einlochen solltest. Und 5. Versuch. Habe ich zu früh vom Jubel gesprochen? Ja, eigentlich schon. Es tut mir leid. Ich Mit einem 6er. Sensationell, Dani. Als du als ganz junger Spieler vor 9 Jahren mittlerweile, liege ich richtig, oder? Nach Magdeburg gekommen bist. Ja. Das war dein erster großer Verein nach deinem Heimatverein. Wie war das für dich? Eine große Umstellung. Also mit Sprache, der Kultur, weg von Familie zu sein. Das sollte man nicht unterschätzen, weil das eine ganz große Wichtigkeit, weil du hast nicht deine Sicherheit zu Hause, dass du hast deine Familie nahe dir. Aber ich als Mensch hat sehr viel gewachsen. Ja. Und ja, und dann ein Ziel war, dass ich sollte sofort Deutsch lernen und wollte das unbedingt, dass ich alles im Stadt, was Umfeld und alles zu verstehen, für mich sehr wichtig war. Waren große Unterschiede? Also waren da viele Dinge, die du begreifen musstest? Also Unterschiede zwischen Heimat, ist ja eine kleine Stadt, wo du herkommst. Ja,
Also das ist eine ganz ähnliche Stadt. Da gibt es viele Handballinteresse, eine Sportstadt. So, das ist ungefähr die gleiche vom Gefühl, aber wie du sagst, Magdeburg ist viel größer. Ich habe mir eigentlich sofort in die Richtung sehr wohl gefühlt, weil ich war mit das sehr bequem. Die anderen Sachen, alles nebenbei, war mir am Anfang richtig schwer. Gab es irgendwas, was dich richtig genervt hat? Alle Sachen neu zu lernen, wie alles funktioniert und sowas. Und wenn man nicht die Sprache richtig gut kennt, dann habe ich super Hilfe in den Verein bekommen. So, die haben ganz viel für mich gemacht. Ich wollte ganz viel alleine machen, weil so bin ich als Typ. So am Anfang war das so, ja, okay, das war zu viel für mich. Ich brauchte ein bisschen Hilfe. Kannst du dich noch ans erste Wort in Deutsch erinnern, was dir leicht gefallen ist, was du als erstes gelernt hast? Ich glaube, rechts außen. Rechts außen, glaube ich, das war. Was machst du da in Magdeburg? Rechts außen? Ja, genau. Dann geht das schnell. Okay, warte, ich mache jetzt mal mit einem rein, ja. Oh, ich kann ja gar nicht verlieren. Stark. Gewinnen. Du hast ja von hier nicht getroffen, ja? Ja, genau. So ein bisschen Druck. Das gibt's doch nicht! Ja, Aber warte, der kommt vielleicht noch. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Aber das ist ja aber wirklich dieselbe Bahn wie bei dir. Stark, ja. Wir folgen uns. Wir sind unentschieden, oder Ja? was? Es spielen ja nicht alle Golf. Viele, aber nicht alle. Nee. Und was ist das mit dem Golf? Warum? Ist das ein guter Ausgleich, oder? Für mich ist das wie Therapie. Ah, Wenn ich rausgehe, dann ist das so lockeres Gefühl, frisches Luft, mich bewegen zu lassen und ein bisschen Spaß zu haben. Man versucht immer das Perfect Game zu schaffen, aber das passiert nie im Golf. Deswegen sind auch Golf so schwer und deswegen wollte man auch, der erfordert sich ein bisschen so immer so verbessern. ja. Und diese Balance finde ich richtig schön und deswegen bin ich auch richtig Golf begeistert. Okay. Komm, wir gucken mal, ob du irgendwo noch den perfekten Ball machen möchtest. Kannst du beschreiben, der SC Magdeburg, zu dem du gekommen bist vor 9 Jahren, und der SC Magdeburg, bei dem du jetzt bist? Weil du bist doch gekommen in einer Phase, als es dem SCM gar nicht so gut ging, oder? Weil, wenn ich habe vor SCM geschrieben, war der letzte Saison, wo der hat, ich glaube, 8. Platz. Und dann meine erste Saison 5. Und dann habe ich wieder zum ersten Platz geklettert. In die Zeiten haben wir ganz konstant mit einem Konzept gearbeitet und wollten das immer behalten. Und wir haben eigentlich ganz viele Spieler auch behalten. Dass wir haben über längere Zeit die gleichen Menschen und wir haben die Philosophie verstanden und wir haben das optimal eigentlich gespielt. Dass wir diese Entwicklung haben in die Richtung und wie schnell das gegangen hast, das ist so richtig cool und ich freue mich, ein SCM-Spieler zu sein. Der Typ hier. Was ist das für ein Typ? Wer ist das? Ja, das ist das erste Jahr in Magdeburg, denke ich. Wenn ich habe vor das erste Mannschaftsfoto bei SCM, das war eine Weile her. Noch so ein Typ hier? Was verbindet dich mit Sully? Oh, ganz viel. Gute Erinnerung mit ihm, weil wir waren nach Deutschland gleichzeitig gewechselt. So der erste Sommer war Benno Trainer, dann hat er Mats Christiansen, mir und Christian O'Sullivan geholt. Natürlich, wir kommen gleichzeitig. Wir konnten nicht Deutsch, wir haben Deutschunterricht zusammen gemacht. Wir haben eigentlich alles zusammen und wenn man einen Typ hast, das hat die gleiche Reise wie du gemacht und versteht diese Gefühle und was man denkt und wir sind in der gleichen Situation. So, als du dir mit Sully nach dem ersten Champions-League-Titel in die Augen geguckt hast, war da ein bisschen mehr Energie als bei anderen, oder? Ja. Musstet ihr da was sagen? Habt ihr was gesagt oder haben die Blicke gereicht? Ja, Blicke hat eigentlich gereicht. Wir sind mit in die Reise gegangen und in längerer Zeit haben wir auf ein großes Ziel gearbeitet und dann plötzlich war das Wahrheit. Und das, ja, natürlich, wenn man zurückdenkt, ist das immer noch Gänsehaut. Aber es ist, ja, natürlich, dieses Gefühl kriegt man mit jeder in der Mannschaft. Hat man ein Jahr mit einem gespielt, ist das trotzdem der gleiche Einsatz und wie viel Zeit wir zusammen verbringen. Und
was wir über die Ziele kämpfen. Natürlich ist das etwas Besonderes und natürlich hat man längere Zeit mit jemandem gespielt, ist das auch etwas anderes und Besonderes. So, hier geht es um Kopfball. Okay. Wenn jetzt Fans hier wären vom SCM, das wäre gut für dich, oder? Also die Unterstützung, was wir in der Halle hast und eigentlich überall, wo wir sind, die sind so unglaublich. Das kann man eigentlich nicht einschätzen, weil für uns ist das sehr wichtig und ich glaube, wenn auch gegen uns spielst, ist auch ein extra Spieler. Das ist schon eine richtig starke Kraft, was in Magdeburg gibt. 3 Versuche. Und die Punkte sind... Wie vorhin. Ja, okay. 3 oben, 2 in der Mitte, 1 unten. Der war ja gleich oben drin. Ja? Hättest du Chance in der schwedischen ersten Liga Fußball zu spielen? Nee, aber bis 16 habe ich ganz hohes Niveau im Fußball gespielt. Aber dann habe ich meinen ersten Vertrag in Schweden als Profi-Handballer unterschrieben und dann muss ich weg von Fußball gehen. Okay. Weil ich könnte nicht beides gleichzeitig machen. Ja. Ja. Na siehste. Du hast gewonnen. Ja. Die Schrift feierst du doch. Danke für das Spiel. Ja, wo wollen wir uns hinsetzen? 33 bist du jetzt? 9 Jahre beim SC Magdeburg? Ja. Vom Jugendverein direkt auf diese Reise gegangen. Ja. Was sind deine persönlichen Ziele noch so? Oder bist du keiner, der so über sowas nachdenkt? Also ich denke nicht auf große Ziele, so Titel und so. Natürlich hat man immer den Raum, immer einen Titel jedes Jahr zu holen. Aber bei mir ist das, dass man als Mensch immer sich entwickelt. Im Handballbereich oder privat oder etwas. Das ist eigentlich, was ich vor mir immer habe, dass ich wollte mehr für jedes Jahr mehr in etwas immer verbessern. Wenn wir jetzt die Zeit, die jetzt auf dich zukommt, Handballer, 33 Jahre mit dieser Karriere, also viele internationale Titel, nationale Titel, eine tolle Mannschaft und so weiter. Wenn man die Zeit überspringt, jetzt muss man gucken, wo endet das und wie endet das, wann endet das. Das kann man wirklich nicht sagen. Das finde ich auch deine Einstellung interessant und bemerkenswert. Aber wenn wir uns jetzt beide zum Beispiel zum Fußballgolf in 15 Jahren verabreden würden, was wünschst du dir, was du mir dann erzählen würdest, wie dein Leben dann so aussieht oder so? Dass ich gesund bin, meine ganze Familie gesund bin, vielleicht in Zukunft Familie zu haben und nur, dass die Familie glücklich sind und dann danach ist das eigentlich egal, was man eigentlich macht. Aber das wollte ich gerne, dass die ganze Familie hat alles und dass alle gesund sind und dass man in seinem Leben so richtig glücklich ist. Nähere Zukunft, dieses Jahr, so, was glaubst du, was wir am Ende des Jahres so sagen können? Potenzial des Mannschafts ist sehr hoch. Ich glaube, alles ist möglich, aber wir müssen wiederholen die harte Arbeit, was wir jedes Jahr vor uns haben, weil das ist kein Selbstlaufer, weil das kommt nicht vor uns zu. Wir müssen die harte Arbeit machen und wenn wir das machen und wir machen das gut, sehe ich gute Möglichkeit, diese Mannschaft am Ende der Saison in viele Wettbewerbe da oben zu sein. Bist du eigentlich mittlerweile der Opa in der Mannschaft? Sagen die sowas zu dir? Nee, eigentlich nicht. Aber die sagen das nicht zu mir. Vielleicht sagen sie das hinter meinem Rücken. Aber ich versuche ganz ruhig immer zu bleiben. Und wenn jemand Hilfe braucht oder etwas, bin ich sofort da. Du spielst komplett mit Barcelona und den ganzen anderen Großen in einer Liga und hast sogar die Nase vorn. Aus deiner Sicht, wo kann sich dieser Verein noch hinentwickeln? Was kann da noch passieren? Sowohl auf als auch vielleicht auch neben der Platte. Natürlich wollte man sich immer verbessern und in jedem Bereich ist immer zu steigen.
wir wissen schon, dass wir sind richtig gut, wenn wir richtig gut spielen. Aber wir dürfen nicht keine Phasen haben, dass es untergeht, dass wir konstant immer bleiben. Und ich denke, dass Magdeburg machen richtig viel richtig. Und das müssen wir nur einfach weitermachen. Und weil du solche Gedanken im Kopf hast, haben wir dich so gerne beim SC Magdeburg. Vielen Dank, Daniel. Sag den Jungs nichts von unserem Ergebnis. Mach ich nicht. Danke für das Spiel. Gratulation zum Sieg. Dankeschön. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald.